In diesem Video schauen wir uns an, wie im Geschichtsunterricht in der Sekundarstufe 1 beim Thema Erster Weltkrieg Mehrsprachigkeit einbezogen werden kann. Der Unterrichtsvorschlag der mehrsprachig gestalteten Stunde, die wir uns in diesem Video anschauen, stammt von Bretthauer, Kaleta und Triulzi. Sie ist Teil einer Handreichung für Lehrkräfte zu mehrsprachigen Unterrichtselementen und für den Geschichtsunterricht in der Sekundarstufe 1 konzipiert. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Beteiligungen am Ersten Weltkrieg. Fachliche Zielsetzung der Unterrichtsstunde ist in erster Linie, dass die SchülerInnen unterschiedliche Länderperspektiven auf den Ersten Weltkrieg kennenlernen und diskutieren. Dazu führen sie eine Quellenrecherche durch. Der Unterrichtsvorschlag enthält 2 Aufgaben. Gestartet wird damit, dass die SchülerInnen in Zeitungsarchiven und auf Nachrichtenseiten aus verschiedenen europäischen und außereuropäischen Ländern in den jeweiligen Landessprachen recherchieren, und zwar zum 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs, in denen im Jahr 2014 über dieses Ereignis berichtet wurde. Vertreten sein können zum Beispiel Printmedien vom damaligen Deutschen Reich, von England, Frankreich, vom damaligen Osmanischen Reich, von Russland und den USA. Ziel ist, dass die Lernenden passende Zeitungsartikel und Meldungen vom Beginn des Ersten Weltkriegs finden, in denen 1914 für die Bevölkerung in der jeweiligen Länder die Beteiligung am Krieg begründet wurde. Aus den gefundenen Quellen schreiben die SchülerInnen Zitate von den sehr unterschiedlichen Argumenten für die jeweilige Kriegsbeteiligung heraus. Diese Originalzitate tragen die Lernenden anschließend auf Wandplakaten zusammen, sodass sie einander gegenübergestellt werden können. Sinnvoll ist es hierbei, wenn alle Zitate in ihren Originalsprachen belassen werden, da so beim Anschauen der Wandplakate auf einen Blick deutlich wird, weshalb es sich um einen Weltkrieg handelte. Gerne können natürlich Übersetzungen der Zitate ins Deutsche oder einer anderen gemeinsamen Sprache ergänzt werden, entweder schriftlich auf den Wandplakaten oder aber mündlich beim Präsentieren. Die zweite Aufgabe besteht dann darin, dass die Klasse darüber diskutiert, worin sich die Begründungen der verschiedenen Länder inhaltlich unterscheiden und welche historischen Hintergründe dies hat. Wenn gewünscht, können ergänzend die sprachlich-stilistischen Mittel in den Formulierungen analysiert werden. Zum Beispiel, wie werden Begründungen in verschiedenen Sprachen eingeleitet und wie wurden die Begründungen in den gefundenen Quellen formuliert, damit sie besonders überzeugend oder mobilisierend wirken. Dies kann zum Beispiel auch in Kooperation mit Lehrkräften verschiedener Sprachfächer im Rahmen einer Projektarbeit durchgeführt werden. Vielen Dank fürs Anschauen unseres Videos und viel Freude mit den weiteren Videos auf unserem Kanal.